So, hi YouTube. Ich habe letzte Woche, die ganze Woche meine Kamera mit mir rumgetragen. Das ist die Fujifilm X100V. Ich habe mich dazu entschieden, die kleinere mitzunehmen, weil sie einfach super schmal ist und mega handlich und deswegen gar nicht stört, wenn man sie immer bei sich hat. Und ja, wirklich inspiriert dadurch wurde ich so ein bisschen erstens durch den Gedanken, dass ich so ein bisschen neidisch bin auf Künstler und Schriftsteller. Denn Maler zum Beispiel können ihre Leinwand oder ihren Zeichenblock einfach immer mitnehmen und können dann einfach loslegen mit ihrer Arbeit. Und auch Schriftsteller können halt einfach immer und überall schreiben, solange sie einen Block oder einen Laptop dabei haben. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich das mit meiner Fotografie verpasse. Denn ich hatte bis jetzt immer geplante Shoots und da habe ich dann mir halt vorgenommen, was für Bilder ich machen möchte. Ich habe geplant, wo ich hingehen möchte. Und dann habe ich halt die Bilder gemacht, die ich mir in etwa vorgestellt hatte. Aber ich hatte nicht so richtig das Gefühl, immer und überall meine Bilder machen zu können. Und als ich dann noch einmal durch das Buch von Robert Frank geblättert hatte, In America, das ist sozusagen die B-Roll-Seite der Bilder, die es nicht in den Hauptband The Americans geschafft haben. Und wenn man sich die Fotos anguckt, dann fällt einem recht schnell auf, dass all diese Bilder wirklich im Moment entstanden sind und man einfach immer parat, die Kamera immer parat haben sollte, um halt dann das passende Foto zu machen. Denn die besten Bilder entstehen in unerwarteten Situationen. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass mit meiner Vorgehensweise das nicht ganz so hinhaut. Und ja, dann habe ich mich dazu entschieden, die Kamera einfach eine ganze Woche einfach mal jeden Tag mitzunehmen, egal wohin ich gehe. Es hat sich eigentlich als sehr positive Erfahrung herausgestellt, denn ich habe davon eigentlich nur Vorteile gehabt. Zum einen hatte ich keine Ausrede mehr, keine Fotos zu machen, denn wenn man die Kamera dabei hat, dann will man auch Bilder machen. Man hat auch an sich selbst dann den Anspruch, sie auch zu benutzen und Fotos zu machen. Somit bleibt man auch immer wieder im Flow drin, um Bilder zu machen und man kommt gar nicht mehr aus der Übung, das Auge wird geschult und das ist eigentlich echt super. Zweitens war ich super flexibel, also egal ob ich bei meinen Eltern war oder ob ich mich mit Freunden getroffen hatte. Ich hatte halt immer das Gefühl, dass ich danach noch sagen konnte, ach Mensch, ich bleibe noch hier, um Fotos zu machen oder ich fahre noch schnell woanders hin, um Bilder zu machen. Und da komme ich auch gleich zum nächsten Punkt. Ich hatte keine Ausrede mehr, um keine Bilder zu machen. Denn vorher habe ich dann immer gesagt, jetzt muss ich ja erst noch nach Hause fahren, um die Kamera zu holen. Dann muss ich ja wieder los, um Bilder zu machen. Ach, mache ich morgen. Und das fiel jetzt so ein bisschen weg und damit hatte ich auch so ein bisschen so einen inneren Druck, denn wenn man sich schon gesagt hat, ja Mensch, jetzt hast du die Kamera schon dabei, dann kannst du sie auch gleich benutzen und ein paar Bilder machen. Ja, ich bin damit dann auch zu mehr Fotos gekommen in der Woche und naja, wenn man mehr Bilder macht, sind doch hoffentlich mehr gute dabei. Und ein Aspekt, der wirklich verloren gegangen ist, ist, dass ich wieder angefangen habe, mein persönliches Leben auch zu dokumentieren, also sei es familiär oder halt auch einfach im Alltag. Und ich finde, es ist mir eigentlich ganz wichtig, denn einer der wichtigsten Aspekte der Fotografie ist es ja, das persönliche Leben oder halt Momente festzuhalten und für immer einzufrieren. Und das ist mir so ein bisschen verloren gegangen in letzter Zeit, aber dadurch, dass ich die Kamera immer wieder dabei hatte, konnte ich auch immer wieder gute Fotos machen. Oder halt auch viele Bilder machen und auch immer wieder im Moment dann die Fotos machen. Und ja, das muss dann auch nicht immer irgendwas für Instagram, YouTube oder Social Media oder sonst was sein, sondern das können halt auch einfach Fotos sein für einen persönlich, für die Familie. Und das ist mir eigentlich immer ganz doll wichtig gewesen, nur das ist dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und ich bin froh, dass das jetzt wiedergekommen ist durch diese Woche, aus der ich wirklich sehr viel positive Erfahrung mitnehme. Die Kamera stört auch gar nicht, wenn man sie jeden Tag dabei hat. Also man hängt sie sich halt einfach um und dann ist gut. Hat mich persönlich jetzt nicht belastet, also alles gut. Also für jeden, ich kann das wirklich jedem empfehlen und schnappt euch einfach eure Kamera, nehmt sie mal eine Woche mit, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet, wie ihr dieses Video fandet. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, klickt auf Abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann.
ich bleibe einfach noch ein bisschen, um ein paar Fotos zu machen. Und man muss nicht mehr erst zurück nach Hause, um die Fotos. Ja, 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 nee. Ja, du kannst den ganzen Tag haben. Okay.